Guten Morgen, liebe Freunde. Guten Morgen. Der Mopsi ist schon tief und fest am Schlafen, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Naja, 22 Uhr. Ja, ich hoffe, ihr seid wenigstens gut aufgewacht und gut erholt, wenn ihr die Videos morgens guckt. Natürlich, wenn ihr sie mittags guckt, hoffe ich, dass alles andere bisher gut lief. Und wenn ihr sie abends schaut, hoffe ich, ihr hattet einen schönen Tag. Leute, wie ihr wisst, wir haben die 50.000 Abos geknackt. Es ist unfassbar. Genial. Cool. Jetzt geht's direkt weiter. Road to 100k. Krass. Es wird nicht geschlafen. Nee. Weiter geht's. Wir haben nicht mal groß gefeiert oder angestoßen oder irgendwas, gar nichts. Oh, stimmt. Im Gegenteil, wir waren sogar bei Hisham waren wir und haben einen geselligen Abend einfach nur. War schön. Das war in der Nacht kam das, da Ach so. habe ich 1, 2 Nachrichten dann bekommen. Gut, ich hoffe, euch geht's gut, das habe ich schon gesagt. Dana kennt ihr ja auch schon, Spezialgast, Nein. genau, wollte ich fast vergessen. Spezialgast kennt ihr auch schon. Wir waren gerade, irgendwie ist der Akku leer. Wir waren in der Stadt unterwegs vorhin und haben ein paar Sachen eingekauft. Leute, shoppen ist so Die anstrengend. Hitze war da und das ist jetzt irgendwie, obwohl nicht so viel gelaufen sind, hat das irgendwie voll reingeknallt gerade, keine Ahnung. Kennt ihr das? Vielleicht. Aber ein Zuschauer hat mir was sehr, sehr Geiles geschickt, gerade wo ich am Shoppen war, und zwar ein Pulli von J-Hope, also da steht J-Hope drauf, aber mit der Grafik von Sprite. Dem Logo von Sprite. Genau, dem Logo Ja. von Sprite. Das wirklich sieht super, super geil aus. Auf eBay gefunden. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir das besorgen soll oder nicht. Das ist doch mal was. Ja, also kann man sich schon mal gönnen. Muss mal gucken, hier aus Großbritannien soll das kommen. So, wir kommen heute aber zu etwas viel Gewünschtem, und zwar der Uten Jessie mit dem Song Gucci. 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 Krass auch. Gucci, Gucci, Gucci. 13.300, ey, das ging echt schnell. Gucci, Gucci, Gucci. Wie kamen die eigentlich auf den Namen? Das ist einfach ein Name, oder? Ja. Aber wie kommt man dann auf Gucci Gucci? Also zum Verniedlichen. Weiß ich nicht, da musst du Omas fragen. Woher sollen die das wissen? Die haben es ja auch nur vorgesetzt bekommen wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Das sagt man einfach. Hör So wie mal. Ui. Woher kommt denn Ui? Ja, und in der Schweiz sagen die, oh je. Ja, woher kommt das denn? Ja, keine Ahnung. Das klingt ja wie ein Volltrottel. Je, ist der süß. Süß. Jö. Nee. Oder? Ja, Ah, ich bin gespannt. schau. Oh, cool. Hä? Oh, cool. Aber meinst du die Outfits? Oder? Ja. Okay. Das ist ein Streicher übrigens. 돈 많은 척하는 애들은 저리 가. 네 연봉은 내 어깨에다 퍼니까. I'm way too fly to be one of y'all. 내 위치에서 너 숨을 쉬어. Ist das jetzt eine Trompete oder? Das ist eine Trompete? Da lege ich nicht meine Hand für ins Feuer. Deswegen sage ich immer Ein Brass Section. Blasinstrument. Ein Blasinstrument, ja. Aber ich bin da nicht der Experte. Ich kann die nicht alle. Ich benutze die schon immer, aber immer wenn ich die benutze in der Produktion, nehme ich auch einfach eine Brass Section. Die heißen dann auch einfach, die Samples heißen dann auch Brass Section sehr Okay. oft. Und da kann ich dir dann nicht sagen, was da letztendlich benutzt wurde. Okay. Und da gibt es dann eben Unterschiede wie Trompete, Trombones, Horns, keine Ahnung. Saxophon. Genau, Saxophon. Saxophon könnte ich dir genau Trompete. sagen, dass das, wenn es ein Saxophon wäre. Da gibt es aber auch noch einen Unterschied zwischen einem Altsax zum Beispiel oder einem Sopran. Ja, okay. Ja. Also da ist, ja. Das ist, Sehr viel. ja, deswegen sage ich Eigene immer einfach Welt. Bläsersektion. Ich habe es dir schon im Video Ja, vorher gesagt. ja, okay. Und das ist auch wahrscheinlich nicht nur ein Blasinstrument, sondern tatsächlich immer werden die gerne, ja, ist nicht mal im Duo, sondern wirklich im Trio gespielt, also 3 und dann auch so bis Okay. ein paar mehr. Noch was? Wie krass sie direkt mit Power da einsteigt und der Song anfängt. Voll. Aber alles auf Englisch bisher, ne? Too fly to be one of y'all. 내 위치에서 너 숨을 쉬어. 내가 왜 굳이 너네 나간자? 한병 보낼게 형들이랑 마셔. Hast du gesehen? Supreme Louis. Ja, ja.
Nicht schlecht. 이 연인은 young boy 저 돌아가는 길에 저기 왜 다 불러줘 Cause I'm self-made Ain't nobody ever made me I'm in the party going crazy 이건 거의 movie And I feel like Gucci I feel like Gucci Yeah I feel like Gucci baby I feel like Gucci I feel like Gucci baby Bad motherfucker in a real What? Oh, krass. Aber das war gerade die Hook. Ja, Ne? ja. Das hat auch so ein bisschen was Orientalisches. Ja, das erinnert mich immer sehr an diese Jason Derulo, Flowrider-Sachen. Ja. Das halt auf jeden Fall Club und Party, da sind immer so ein bisschen so, wie die gespielt werden. Deswegen. Ist von der Melodie her oder vom Rhythmus? Oder Das ist von der Sound auch? Ich würde behaupten, größtenteils von der Melodie tatsächlich. Natürlich auch, was da an Instrumenten spielt, aber die könnten auch was anderes spielen. Es ist schon eher welche Töne dann tatsächlich hintereinander da folgen, genau. Und welche Melodie da kommt. Schlangenbeschwörungsmelodie-Ding. Genau. Und das ist eben dann die Melodie tatsächlich und die Skala, in der sie sich da befinden, wobei die, glaube ich, nicht mal was Besonderes ist tatsächlich. Aber sowas höre ich dann nicht sofort raus. Das muss ich am Klavier dann nachspielen, um das müsste ich jetzt ein Klavier haben, um das genau zu hören. Jetzt beim ersten Mal ist das too much, das sofort raus. Da bin ich nicht. Wie heißt es? Perfektes? Nee. Vollkommenes? Perfect Pitch, sagt man, ne? Ja. Hearing? Ja. Ah, okay. Oder? Ja. Twitter ich es gerade? Ja. Auf jeden Fall, genau, das kann ich, wobei, nee, also das habe ich nicht, aber ich werde immer besser darin, komme immer näher daran. Aber ich glaube auch ein gestandener Musiker, also der wirklich nur Instrumente spielt, das ist ja auch nochmal eine Sache zwischen einem Produzenten und einem reinen Musiker oder Instrumentalist, ist ja auch noch, dass der eine eigentlich nur Instrumente spielt und nichts produzieren kann. Bei mir ist es so, ich kann vor allen Dingen produzieren, spiele aber eben auch noch Instrumente, beziehungsweise vor allen Dingen das Klavier und gerne so Percussion-Sachen, weil ich ja als Kind Schlagzeug gelernt habe, tatsächlich auch eine Zeit lang und gespielt habe. Das sind so meine zwei Hauptinstrumente. Ich kann aber alle Instrumente beim Produzieren einspielen. Das ist auch mein Vorteil vielleicht. Ne? Also wenn ich hier mit dem Keyboard da, kann ich jedes Sample draufsetzen und alles einspielen. Aber trotzdem, auch ein gestandener Musiker braucht, glaube ich, müsste kurz so ein paar Mal drüber hören und dann ein bisschen auf seinem Instrument dann spielen, um die Skala rauszuhören, wo da gespielt wird und welche Tonart und so weiter und so weiter. Ja. Okay, was war das? Das ist wie so ein Scratch-Effekt, ne? Irgendwie, aber... Ja. Ich glaube, es klingt nicht nach gescratcht, sondern digital gesetzt, also irgendwas mit Vocals, also es sind ihre Vocals, klar, aber dann irgendwie Reverse und vielleicht auch nochmal vorwärts und dann so hintereinander gechoppt und so. Interessant. Mich erinnert auch dieses, was jetzt gleich kommt, mach nochmal. 50 Cent? Ja, Candy Shop. Ja, schon eine ganze Zeit, aber... Ja, ich musste nur überlegen, mit sicher sein. Was der anhat. Das ist voll geile Sachen, die sie anhat. Heißt Popo tatsächlich Popo auf Englisch, auf Koreanisch auch? Koreaner Popo. Das sieht Kann voll das mal cool aus. jemand beantworten? Ja, nicht schlecht. Competition, yeah. 내가 왜 Gucci 너한테부터 어디 가도 내가 받는 것은 오직 love. 이 연인은 young boy. 저 돌아가는 길에 저기 왜 다 불러줘. Cause I'm self-made. Ain't nobody ever made me. I'm in the party going crazy. 이건 거의 movie. And I feel like Gucci. I feel like Gucci. Yeah, I feel like Gucci, baby. Wenn das zweimal kommen würde, dann wäre es nochmal wie 50 Ja, Cent. ja. Also nicht Candy genau Shop. übernommen, aber halt so
Ja, den Vibe hat Ja, schon auf ja. jeden Fall. Ja. Ist sowieso eher sehr, sehr amerikanisch Voll. angelegt. Hier, ne? I feel like Gucci. I Eine feel like Jacke, die Gucci, da baby. ist. Bad motherfucker in a row. Yeah. I feel like Gucci. I feel like Gucci. I feel like Gucci. And I speak War da gerade nothing. eine Gitarre? Ja, Das klang so jetzt spanisch. And Das kam mir doch spanisch vor. Nee. ich weiß auch nicht, ob es jetzt wieder ein VST-Instrument ist oder. Es klingt immer alles so. Ich glaube eher. Aber die simulierten Instrumente heutzutage sind halt auch so nah dran an den Originalen, das kann man echt kaum noch unterscheiden. And I speak nothing but the truth. And I know to know the truth. And I don't give a F-U-C-K what you say about me. Got gangster in my attitude. Irgendwie, irgendwas passt mir am Video nicht, muss ich sagen, aber ich sag mal Echt? am Ende, ja. They got their one. Weil es sind so viele, ich muss es jetzt sagen, es sind so viele unscharfe Shots drin, die Qualität ist irgendwie nicht so hochwertig, also die Auflösung des Videos und gerade die farblich gesetzten Szenen, wo dann immer sehr stark rot und hier jetzt dieses Violett drin ist, zieht das Ganze viel zu sehr ins Dunkle. Also es ist irgendwie nicht sehr ausgeglichen und es sind viel zu viele unscharfe Shots drin, die nicht Weißt im du- Fokus sind. Was mich stört. Die wirkt auf mich wie so ein. Ich finde den Song mega geil gerade. Ich feiere den voll. Ich kann mir den voll vorstellen, wenn man im Club so ist mit seinen Mädels und dann Ja, geht man ja. da so ab. Ja, Aber voll. sie nervt mich gerade total, weil sie so dieses Solarium gebräunte Bitch aussieht. Nicht classy. Nee, so ein bisschen dirty. Also, So. Das stört mich. okay, haben wir. Ich hätte übers Bild hinwegsehen können. They got their one and I don't give a F-U-C-K what you think. And I feel like Gucci. I feel like Gucci. Yeah, I feel like Gucci, baby. Da vor allem. I feel like Gucci. I feel like Gucci, baby. Yeah, I feel like Gucci. I feel like Gucci. I feel like Gucci. Geil, dass dann auf ihrem Uchi. nur Uchi steht. Die ist schon sehr braun. Ja, und es sieht halt nicht so wie Urlaubsbräune oder so aus, sondern so nach Solarium. Und da wirkt es halt nochmal, also gerade bei dem Shot stört mich das halt, weil ihre Haare nicht mehr dieses Weißblond haben, sondern wirklich dieses Gelbblondierte, wo man, also dass du halt lang nichts mehr gemacht hast. Und dann noch mit dem neonpinken Bikini und dem Glitzerding wirkt der Shot halt echt so ein bisschen Billow. Ja, bisschen 2000er oder so, ne? Ende 90er, weiß nicht. Ja. Das finde ich schade. Guck hier schon wieder, es ist zu viel Farbe, aber Ja. I feel like Gucci, baby. zu rot. Yeah, I feel like Gucci. I feel like Gucci. I feel like Gucci. I feel like Gucci, baby. Waren das Toms? Was? Ach so, Like Gucci, baby. ja. Kann man noch Cool. irgendwas. Like Gucci, baby. Können auch Bongos gewesen sein, aber so ein Brumm. Irgendwie da raus. Gucci, baby. Ja, ich weiß nicht, ich fühle sie tatsächlich nicht so sehr. Also liegt wahrscheinlich wirklich leider nur an dem Äußeren gerade und an dem Video auch. Weil Ich glaube, bei dir liegt es vor allem an dem Video, weil du bist bei Videos guckst du immer sehr, sehr genau. ja, also weil die Produktion, also tontechnisch muss ich sagen, ist super on point. Also da stimmt alles. Die Stimme ist super angelegt. Vom Mixing her ist alles top. Ja, auch vom Mastering her waren wir auch gut dabei. Da ist alles top. Also da ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Die Produktion klingt wirklich, wirklich super. Ja, also wüsste ich jetzt echt nichts, was man da irgendwie negativ aufgefallen wäre. Ja, aber ich fühle es trotzdem nicht so sehr. Es ist irgendwie, ja,
jetzt zum Beispiel die Nummer von, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, was ich in meiner Spotify Weekly Top 20 Playlist drin habe, der ihr gerne folgen dürft. Die wird jeden Freitag aktualisiert, nicht vergessen. Vasa. Twit. KDA Popstars. Nein. Wo wir doch so abgegangen sind jetzt. Ach, Hyolyn. Dali, genau. Das war ja auch sehr amerikanisch und sehr international, aber irgendwie habe ich das viel krasser. Das war besser. Ja, weil sie sie hat auch eine krasse Attitude, aber halt irgendwie auf eine andere Art. Auch sophisticated, auch stark und Power und so, aber halt mehr wirklich über Skills, habe ich den Eindruck. Also, dass sie zum Beispiel krass tanzt, der Song war geil, die Stimme war geil, die Shots waren irgendwie schöner, noch zusätzlich auch irgendwie die Qualität des Videos war besser. Das heißt jetzt nicht, dass, also ich meine, es ist auch budgetabhängig und so weiter, aber anscheinend haben die hier auch ein bisschen Budget reingesteckt, so ist es ja nicht. Auch sich einiges gedacht, aber irgendwie ist die Umsetzung und so, wie sie dann manchmal in den Shots gekleidet ist, das sind die Merch von Bieber, von dieser einen Tour. Ja, irgendwie fühlt es nicht so richtig, muss ich sagen. Also sie. Der Song ist eigentlich echt cool, aber ich glaube, ich muss ihr. den Song hören, ohne das Video zu sehen, weil mit dem Video gefällt es mir irgendwie nicht. Aber eigentlich finde ich den Song geil, das weiß ich. Aber irgendwie stört mich was, wenn ich das Video sehe. Ja, vielleicht irritiert sie mich auch einfach nur gerade, weil sie eben diesen bisschen too plastic Look hat. Und ja, ich meine, das ist... ihren Bauch finde ich nicht schlecht, den hätte ich auch gern. Ja, also gegen Figur und Aussehen so kann man per se nichts sagen. Das ist alles on point, aber das ist jetzt vielleicht einfach Geschmackssache. Von daher, ja. Auch hier wieder so ein... Da ist im Hintergrund so ein Vinyl-Stop-Effekt, aber auf eine Stimme im Hintergrund, nicht auf die Main-Vocal. Auch schon beim so ein... Eigentlich witzig, weil es ja wirklich diesen 2000er-Vibe doch ganz gut überträgt. Mich würde es interessieren, wie sie in anderen Nummern vielleicht aussieht und wie sie die rüberbringt und so weiter. Stimmt, weil das ist wirklich dieser 50 Cent 2000er Sound und das ist ja voll unser Ding auf jeden Fall, meiner sowieso und deiner auch. Also von daher sehr, sehr nice. Vielleicht die Nummer wirklich mal ohne Video. Ich will jetzt nichts gegen sie direkt sagen, weil der Song von der Produktion ist echt top. Der ist super on point. So, das war's, oder? Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und nicht vergessen, auch unten mal abzuchecken, wer da noch alles verlinkt ist. Vor allen Dingen diese Dame hier, Butch nicht, aber der hat eigentlich auch einen Instagram-Account. Oh mein Gott, wie liegt der bitte da? Super süß. Ach, und übrigens, es läuft auch noch die Verlosung. Bis Samstag habt ihr noch Zeit. Wenn ihr da Infos braucht, checkt einfach. Genau, das war hier das Signal. Checkt auf jeden Fall Instagram ab. Da das letzte Bild, da steht unten alles drin, wie ihr was machen müsst und so weiter. Oder guckt die Videos von Montag oder Sonntag. Das war einmal BTS mit Not Today. Not Today. Nein, Spring Day. Ja, Spring Day und sehr traurige Nummer. Und Sonntag das Monster X Video. Boah, ich glaube, ich muss einfach nochmal vielleicht schlafen. Nein. Gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.